Am 15.12. hat uns Ubisoft in einem einstündigen Livestream die zweite Mission der Singleplayer-Kampagne vorgestellt. In diesem Analysevideo möchte ich mit euch zusammen das Vorgestellte genauer unter die Lupe nehmen und auf die Punkte wie Streamlined und ist das noch die Siedler? Abklopfen. Ihr beginnt Mission 2 an einem Strand einer unbekannten Insel mit den Elari. Eure Siedler scheinen einen Schiffbruch überlebt zu haben. So wird in der ersten Cutscene darüber philosophiert, dass nur so wenige überlebt haben. Why did you force me to leave? Just a little bit longer and we could have saved so many more. It's just not right. Neben eurem Lagerhaus ist bereits ein Weg rundherum und nach Osten angelegt. Eure Starttruppen bestehen aus 3 Spionen, 10 Ingenieuren und 40 Siedlern. Militär habt ihr also erstmal nicht. Im Osten besitzt ihr außerdem ein für die Kampagne exklusives Gebäude in Form des Hauptquartiers. Dieses wird allerdings nur zum Cutscenes starten und Fortschreiten in der Story verwendet. Anders als im Multiplayer ist der Fog of War dicht und zeigt euch erst die Stelle der Map, wenn ihr sie mit einer Einheit gescoutet habt. Im Norden und Osten findet ihr das erste Steinfeld sowie einen kleinen, nicht nachwachsenden Wald. Die ersten Gebäude, die ihr baut, sind siedlertypisch, ein Sägewerk, ein Holzfäller und ein Steinmetz. Allerdings komplett siedleruntypisch werden das die letzten Gebäude dieser Art bleiben. Eure Baumaterialienproduktion steht damit also schon fast. Nachdem ihr die erste Landmark in Form einer Maru-Kohlemine erschlossen habt, weist euch das Spiel auf den ersten drohenden Siedlermangel hin und bittet euch daher 2 Wohnhäuser zu setzen. Neben diesen bauen wir die erste und einzige Fischerhütte, die fortan die Gebäude Holzfäller, Sägewerk und Steinmetz boosten wird, sodass diese den doppelten Ertrag einbringen. Und ja, dies wird für die komplette Mission eure einzige Nahrungsproduktion bleiben. Mit Wohnhaus 1 und 2 haben wir nun nach knapp 10 Minuten Ingame immerhin ganze 6 Gebäude gebaut. Gut möglich also, dass ihr den gleichen Fortschritt in unter 2 Minuten schafft. In Mission 2 sind zu Beginn diverse Gebäude gesperrt, die ihr aber nach und nach, während ihr auf der Insel vorankommt, freischaltet. Also alles mit derben Tutorial-Vibes für Leute, die noch nie die Siedler gespielt haben. Euer nächstes Gebäude ist der Werkzeugmacher, den ihr anders als in der Beta nun früh bauen könnt, da Werkzeuge nur noch Holz und Stein benötigen. Weiter geht es mit der Gildenhalle, die euch die Produktion weiterer Ingenieure und nun neu auch die Produktion von Spionen ermöglicht. Gebäude 7 und 8. Warum ich hier mitzähle, erkläre ich euch später. Da euer einsamer Holzfäller seinen Wald bereits ziemlich massakriert hat, setzt ihr einen weiteren Holzfäller am nördlichen Wald, der zudem speziell ist, da er von alleine nachwächst und euch somit unendlich viele Holzstämme liefert. Geboostete Gebäude, die mit Nahrung versorgt wurden und somit den doppelten Ertrag abwerfen, erkennt ihr an aufsteigenden Partikeln über dem Gebäude. Die Minimap zeigt euch immer an welchen Ort ihr euch auf der Karte bewegen sollt. Hierfür reicht es, Truppen an diesen Point of Interest zu senden, ihr müsst also nicht erst euer Land bis dorthin ausbreiten. Um die Laufwege etwas zu verkürzen, setzt ihr euer zweites Lagerhaus und kommt damit auf 10 Gebäude nach 22 Minuten Ingame. Immerhin zweistellig. Da aber erneut Siedlermangel droht, setzt ihr 2 weitere Wohnhäuser und reißt euren ersten Holzfäller ab, da dieser mittlerweile arbeitslos ist. Mit der verstörendsten Szene des Streams ersetzte ihn aber einfach durch einen Förster, der den gleichen Ertrag bringt, aber keinen Wald benötigt. Der Weg im Norden wird von Banditen blockiert, die euren Hauptantagonisten in der Singleplayer-Kampagne darstellen. Dadurch, dass ihr diese Gefahr offengelegt habt, erhaltet ihr nun den Zugriff auf die Schwerindustrie und könnt so eure eigenen Truppen ausheben, um euch gegebenenfalls verteidigen zu können. Praktischerweise habt ihr mittlerweile bereits einen Berg mit 2 Kohle- und 2 Eisenspots im Westen erschlossen, auf dem ihr nun folgerichtig die erste Kohle- und Eisenmine baut. Und serientypisch ergänzt ihr hier außerdem eine Eisenschmelze. Nach dem Försterschock dürft ihr euch dann kurz wieder heimisch fühlen, als ihr einen Ingenieur auf dem zweiten Berg im Osten Yippie rufen hört. Yippie! Da eure Eisenschmelze bereits angelaufen ist, wird es nun dringend Zeit für die Waffenschmiede, die ihr bei euren Produktionsgebäuden am Berg im Westen ergänzt. Nach 2 weiteren Wohnhäusern ergänzt ihr finally den Trainingsplatz, um erste Truppen auszubilden. Mit Fleisch könntet ihr eure Schwerindustrie boosten, die Ranch lässt sich aber in der zweiten Mission noch nicht bauen. Immerhin ist ab hier Nahrung ein kleiner Faktor. Stattdessen setzt ihr einen Bärensammler. Warum ist aber nicht klar, da diese Bären, glaube ich, Gold- und Diamantenminen boosten, die ihr aber nicht besitzt.
Mit den ersten ausgebildeten Militäreinheiten geht es dann auch zügig den Banditen an den Kragen, die wie erwartet kein großes Hindernis darstellen. Als Belohnung entdeckt ihr hinter dem Camp eine Siedlung freundlicher Maru. Maru Ana and welcome. You must be the envoys I was told about. Allow me to introduce myself. I am Princess Ajala of the Maru, eldest daughter of the Great Queen and rightful heiress to the throne. Angestachelt von eurem Bärensammler habt ihr währenddessen eine Getreidefarm gesetzt, die aber wie euer Bärensammler für sich alleine keinen Sinn macht, aber immerhin die Gebäude auf 21 erhöht. Das große Finale der Mission wird euch noch nicht verraten, beschränkt sich aber hier wohl auf Kämpfen und Erobern. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, eure Siedlung in alle Richtungen zu erweitern, selbst angegriffen scheint ihr in Mission 2 noch nicht zu werden. Kommen wir zum Fazit. Der Ubisoft-Stream hat für diesen Spielfortschritt 60 Minuten benötigt. 60 Minuten, in dem viel erklärt wurde und dies deshalb in keinster Weise repräsentativ für irgendwas ist, aber trotzdem die große Schwäche des Spiels schonungslos offenlegt. Mit gerade mal 21 gebauten Gebäuden, von denen mit dem Bärensammler und der Getreidefarm 2 vollkommen nutzlos waren, habt ihr im Prinzip schon alles gebaut. Natürlich fehlen Gebäude, natürlich soll Mission 2 noch seicht sein und so weiter. Aber für ein Die Siedler-Spiel ist der Wirtschaftspart einfach viel zu dünn. Und vor allem im Vergleich mit einem Die Siedler 3 und Die Siedler 4 ein Armutszeugnis, wenn man mal darauf schaut, wie wenig ihr für eine funktionierende Baumaterialienproduktion, also für genug Holzbretter und Steine tun müsst. Hingegen fühlt sich diese Stunde Gameplay gar nicht mal so falsch an. Es ist schon irgendwie Siedler, die Richtung stimmt, das Ganze als RTS kann funktionieren, aber dieser eine Punkt, durch den das eigentliche Siedeln irgendwo hinten runterfällt, macht bisher einfach alles zunichte. Aber Ubisoft hat ja noch 2 Monate. Ironie aus.